Ich freue mich sehr, dass ich heute Aurelia Frick im Tag habe. Aurelia ist Rechtsanwältin mit internationaler Erfahrung. Sie ist ehemalige Ministerin von Liechtenstein, Aussenministerin. Sie arbeitet heute als unabhängige Beraterin und ist auch in der erweiterten Geschäftsleitung von der SMZH. Wahnsinn, was du alles auf dem Tapet hast. Herzlich willkommen, Aurelia. Danke für die Einladung zum Flash-Tag. Wir sind heute am Women's Summit und du hast dort auch ein Gespräch oder ein Interview gehalten zum Thema «Strong Women in an Equal World». Wie stehst du da dazu? Ist das so oder ist das nur auf dem Blatt Papier? Eigentlich ist das eine schwierige Frage. Ich glaube, in vielen Bereichen sind wir total, also nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Reality sind wir gleichgestellt. Oder ich denke, hoffentlich wird in den USA jetzt eine Präsidentin gewählt. Also haben wir eine weibliche Präsidentin in den USA. In Italien haben wir eine Premierministerin. In Deutschland trauert die halbe Nation an der Mutti Angela Merkel nach. Also ich glaube, es hat sich sehr viel verändert. Aber trotzdem ist ein langer Weg zum Gehen. Und wir dürfen, glaube ich, auch nicht müde werden davon, um immer wieder mal drauf zu sagen und zu sagen, es ist noch ein Weg, wir haben zwar einiges erreicht, aber wir sind an einem Ort, wo wir genau hinschauen. Du sagst, es ist ein Weg, der schon relativ lang ist, wo wir gehen, auch dank so Frauen wie dir, die als Vorbild fungieren. Bist du langsam müde davon geworden, dass man das auch immer wieder so rausstreicht, dass du eine Frau bist und nicht einfach nur deine Leistungen und deine Karriere, die du hast, erwähnt? Es hat tatsächlich eine Zeit in meinem Werdegang gegeben, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, dass ich immer früher als junge Frau bezeichnet worden bin. Das Jung ist sowieso schon altersmäßig irgendwann einmal weggefallen. Eine Frau bin ich nach wie vor. Und es hat schon Zeit gegeben, wo ich müde war. Bis ich an einem Ort in der Karriere selber an einem Ort war, wo ich sehr stark darüber anfange nachzudenken, wo sind die Glasceiling von denen, die alle reden? Also wo ist die gläserne Decke, von der alle reden? Stosse ich selber an die an? Ich bin selber an die Glasdecke angestoßen und bin dann sehr, sehr aufmerksam geworden und habe dann selber auch nach Vorbilder gesucht. Also ich habe nach Frauen, die Vorbilder für mich sind, dort mal in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Ich habe ganz spezifisch die Frauen gesucht und habe auch Gespräche mit ihnen gesucht, weil ich glaube, jeder von uns braucht Rollenmodelle. Ich glaube, wir brauchen alle Leute, auch die nächsten Generationen, brauchen Rollenmodelle, Frauen, Familien, wo sie sehen, dass sind beide im Berufsleben oder eine Frau ist im Berufsleben, sie hat Kinder, irgendwie geht das. Und ich glaube, wir dürfen nicht irgendwo wegrutschen und sagen, es ist einfach alles problemlos möglich. Natürlich ist das eine Herausforderung, alles unter den Hut zu bringen. Du hast es angesprochen, dass man dann auch sucht, oder du hast ein Gespräch gesucht und manchmal fehlen halt einfach wirklich die Vorbilder. Und da ist eine Generation da, die uns das vorbahnet hat. Wir sind es nach wie vor auch am Vorbahnen für die kommende Generation. Manchmal wird auch vom Mangel geredet, dass es gar nicht so viel hätte Frauen, die das können. Dem widerspreche ich ganz stark. Wie stehst du dort dazu? Also ich widerspreche total an dieser Aussage, weil die Frauen sind vorhanden, aber wir finden sie viel schwieriger. Und durch das, dass die Frauen vielmal auch in einem mittleren Management stecken bleiben und dann aber ganz obendrein, sagen wir mal auf CEO-Level oder für Board-Levels, für Verwaltungsräte, wir Frauen suchen, finden wir sie nicht. Und als ich in meiner Zeit als Ministerin habe ich mir selber ein Ziel gesetzt und habe gesehen, in diesen 12 Institutionen, die bei mir im Ministerium angegliedert waren, also es sind Stiftungsräte, Verwaltungsräte von Unternehmen, öffentlichen Unternehmen, also Institutionen. Und dort haben wir die Verwaltungsräte und Stiftungsräte besetzt. Und ich habe mir selber zum Ziel gesetzt, ich möchte, dass die halb-halb sind. Also, dass ich die Hälfte Frauen und die Hälfte Männer in diesen Stiftungsräten drin habe und habe durchaus auch mal eine Position offen, wenn ich keine geeignete Frau gefunden habe. Einen unendlichen Aufwand. Wie bist du da vorgegangen? Also, hast du das Ziel erreicht? Das ist meine erste Frage. Und zweitens, wie bist du da vorgegangen? Suchen, mit Leuten reden, Netzwerke auswerfen. Und ich habe noch selber gemerkt, und darum habe ich auch grosses Verständnis, dass immer wieder die gleichen Leute in Positionen kommen. Man geht ins eigene Netzwerk. Also ich habe mein eigenes Netzwerk komplett erweitern auf der Suche nach den Frauen, die ich tatsächlich gesucht habe. Und niemand von uns kann es sich leisten, zum Second Best irgendwo in so Positionen zu haben. Wir alle brauchen Qualität. Und das vermischen wir so häufig, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Frauen oder wir brauchen Diversity in diesen Gremien drin haben, vermischen wir Diversity mit mangelnder Qualität. Ich habe schlussendlich nach ein paar Jahren von dem Engagement Stiftungsverwaltungsräte in einer Zusammensetzung gehabt, die unschlagbar professionell und gut sind. Und heute
heute, wenn ich zu dieser Zeit zurückschaue, sage ich, es war eines der Erfolgsrezepte. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, um das zusammenzustellen. Im Long Run ist das, was dann zum Erfolg führt. Du hast auch gerade angesprochen, Diversity. Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man das Frau, Mann nach Geschlechter irgendwo trennt. Diversity geht ja so viel weiter. Und es gibt so viele Studien, die belegen, dass Diversity in jedem Fall immer eine förderliche Sache ist. Wie tust du das heute in deinem Arbeitsalltag versuchen zu fördern? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, zumindest für mich, dass ich mir bewusst bin, jeder von uns hat Rollenmodelle und Vorstellungen, wo wir irgendwie zurückfallen. Und dass wir uns bewusst sind, dass wir die Vorstellungen haben und die auch aktiv hinterfragen. Und dann, das kann ich ganz von meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich selber arbeite unheimlich gerne mit Frauen zusammen. Nicht, dass ich nicht gerne mit Männern zusammen arbeite, aber ich habe immer sehr viele Frauen in meinen Teams um mich herumgeschaut, weil ich das Gefühl habe, wenn man Frauen ganz spezifisch fördert, dass sie unheimlich loyale Mitarbeiter sind, die einem loyal sind, weil sie wissen, ich werde in diesem Umfeld gefördert und akzeptiert, so wie ich bin. Mir selber ist das total wichtig und ich habe das immer aktiv gemacht. Und ich würde sagen, dass ich all die Jahre mit dieser Strategie total gut gefahren bin. Also ich erlebe das ja 1:1. Wir zwei haben ja das Vergnügen, dass wir zusammen arbeiten und ich kann das völlig unterschreiben. Jetzt lass uns auch über die SMZH reden. Also wir zwei arbeiten bei der SMZH. Wie erlebst du das dort beim Recruiting? Wir haben ganz verschiedene Berufsbilder. Erzähl uns dort etwas darüber. Ist es dort einfach mit dieser Zusammensetzung oder gibt es auch Herausforderungen? Ich glaube, was eine Herausforderung ist tatsächlich, dass wir für unser Front-Business, also für den Sales, Frauen finden. Es ist mir jetzt so selber ganz ein spezifisches Anliegen, dass wir mehr Frauen im Sales-Bereich drin haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Büro, in dem, wo wir beide drin arbeiten. Oder wir sind 6 Leute, also wir haben 6 Arbeitsplätze in dem Büro. Und an den 2 Tagen, wo ich in Zürich arbeite, sind wir meistens 4 Frauen in dem Büro. Überzahl, ganz klar. Ja, total, oder? Und haben auch gute Atmosphäre. Also so Sachen funktionieren. Ich glaube, man findet die Frauen, aber man braucht auch, ich sage, Vorsitzende CEOs, die den Weg gehen wollen, gemeinsam mit den Frauen, die wir finden, und dass wir uns auch mit unserem eigenen Netzwerk weiterentwickeln und schauen, wo kennen wir Leute, die wieder gut zu unserer Firma passen würden. Also ich tue es jetzt noch beim Namen nennen. Es ist tatsächlich so, dass wir an der Front tatsächlich einen Männerüberlast haben, aber wir zwei sind sehr, also nicht nur wir zwei, grundsätzlich die Geschäftsleitung ist sehr dran, dem entgegenzuwirken. Da sind zum Beispiel so Networking-Events wie heute sicher förderlich, dass man vielleicht auch die Leute zusammenbringt und findet. Was haltest du von Networking-Events, die so Trend sind oder so themenspezifisch wie heute der Women's Summit? Ich habe so ein bisschen wie 2 Herzen in meiner Brust, wenn es um das Thema geht. Einerseits finde ich, es tut mir als Frau, ich sage spezifisch als Frau gut, in einem Kontext zu agieren und über Herausforderungen zu reden, wo wir unter unseresgleichen sind. Weil ich glaube, es wäre unfair und nicht realistisch, wenn wir sagen, dass Frauen nicht andere Herausforderungen haben als Männer in der Berufswelt. Und einerseits ist das total schön, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es einfach nicht langt. Ich glaube, wir brauchen die gemischten Netzwerke. Wir brauchen unsere Fühler in dem männerdominierten Netzwerk können ausstrahlen, damit Frauen noch in die Positionen hinkommen. Also es wird immer, also jeder von uns tut die Positionen gerne mit seinesgleichen wieder besetzen, aus dem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, weil es der einfachste, der schnellste Weg ist, vielleicht oder sicherste, weil man sich ja kennt. Und wenn man in andere Netzwerke reingeht, das ist jetzt mal in die Frauennetzwerke, ist das ja etwas Außerordentliches. Es ist etwas anderes, was viel mehr Risiko mit sich bringt. Und darum glaube ich, dass wir diese Netzwerke wirklich vermischen müssen. Und ich selber, ich gehe sehr viele Networking-Anlässe, die vor allem gemischt sind, also fast nur. Und dann hat es vereinzelte, wo ich dann noch merke, es hat mir jetzt gut, wie heute hier, dem Women Forbes Summit, wo es einfach lässig ist, mit so vielen Frauen umgeben zu sein. Über die eigenen Erfahrungen zu reden. Du hast es auch angesprochen, es gibt tatsächlich Unterschiede. Es ist ja nicht so, dass wir das schönreden wollen, dass wir genau gleich werden. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man in Zukunft die Unterschiede als positiv darstellt und auch als Stärke entwickelt und nicht im Sinn von einem Nachteil sieht, dass man hinterherhinkt. Total. Also 50% der Kunden von uns, von der SMZH, sind Frauen. Also wir machen Finanzberatung und 50% von unserer potenziellen Kundschaft sind Frauen. Ergo brauchen wir als Unternehmen doch Leute, die gleich denken wie die Kunden, die wir schlussendlich beraten und einen kompetenten Partner davon sehen. Definitiv. Aurelia, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich finde es
irrsinnig toll, dass ich mit dir zusammenarbeiten darf, persönlich. Likewise. Aber auch, dass du nach außen die Ausstrahlung hast und tatsächlich ein Role Model bist. Merci vielmals, Aurelia, dass du da gewesen bist. Danke für die Einladung, Mel.